Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Ja, ich dachte, ich kommentiere jetzt auch mal eins meiner Aquarellvideos, die ich ja normalerweise immer mit Musik unterlege. Ich habe mir überlegt, dass das vielleicht zu langweilig ist und ich ja auch eigentlich mal ein paar Worte dazu sagen könnte. Falls ihr mal irgendwelche Fragen an mich habt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich würde sehr gerne mal ein Video machen, in dem ich dann einfach eure Fragen beantworte. Schreibt es mir in die Kommentare und in einem zukünftigen Video werde ich mal ein paar Dinge erklären oder ein paar Fragen beantworten. Wir legen sofort los. Die Materialien, die ich benutze, habe ich wie immer in der Infobox verlinkt. Und das kennt ihr ja schon, wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen, oder schreibt mir was in die Kommentare. Darüber würde ich mich total freuen. Und was ich eigentlich immer mal hinzufügen wollte, ich habe auch einen Patreon-Account. Den findet ihr auch in der Infobox. Die Illustration habe ich wieder leicht mit Bleistift vorgezeichnet. Neben mir habe ich allerdings auch noch eine Schwarz-Weiß-Skizze liegen, so dass ich es einigermaßen abmalen kann. Am Ende kann man die Illustration zum Beispiel für eine schöne Karte benutzen. Mit Blumen, Schmetterlingen und Marienkäfer sieht es sehr frühlingshaft aus. Ich mische meine Aquarellfarben zusammen und male auf dem Aquarellpapier überall verteilt Blätter und Blumen. Damit ich nicht immer den Pinsel auswaschen muss, male ich erstmal alles mit der gleichen Farbe. Also alle Rosen in rosa und alle Blätter in grün. Und ich versuche, so wenig wie möglich zwischen den Farben zu wechseln. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, also ich habe Aquarellpapier von Canson. Das ist hier jetzt erstmal nur ein Übungspapier. Ich benutze einen Fineliner. Ich benutze die Aquarellfarben von Van Gogh. Die benutze ich auch schon seit 20 Jahren, also ich liebe sie. Dann habe ich einen dickeren Pinsel mit Nummer 8 und einen dünneren Pinsel Nummer 4. Aber nehmt am besten das, womit ihr euch am wohlsten fühlt. Nachdem ich überall meine Farben verteilt habe und die Grundlage ausgemalt habe und wenn alle Farben getrocknet sind, male ich nochmal über Stellen, die mir zu hell erscheinen. Außerdem kann man so auch gut Schatten malen, indem man mit der gleichen Farbe nochmal über die getrocknete Farbe geht. Das nennt man lasierend. Bei Aquarell malt man ja immer von hell nach dunkel und man benutzt das Weiß des Papieres für die hellen Stellen. Je transparenter man malt, also je mehr Wasser man benutzt, desto heller wird diese Stelle. Natürlich kann man mit weißer Gouachefarbe auch noch später ein bisschen nachhelfen, aber das sieht man dann leider auch. Aber ich schweife ab. Nachdem mir die Illustration so erstmal gut gefällt, geht es an die Details und ich male die Strukturen und Fasern der Blätter. Anschließend schnappe ich mir noch einen dünnen Fineliner, der nicht wasservermalbar ist, beziehungsweise der wasserfest ist, und ich zeichne hier und da noch ein paar Details ein. Ich male hier nur die Konturen und male diese nicht aus. Blätter, Punkte, ein paar Libellen oder was auch immer das sein soll. Schmetterlinge bekommen noch ein paar schöne Muster auf ihren Flügeln. Außerdem ziehe ich die Konturen der Marienkäfer noch ein bisschen nach und hebe sie so hervor. Der Kontrast mit dem Fineliner gefällt mir sehr, sehr gut. Da ich der Aquarellillustration insgesamt noch ein bisschen mehr Kontur geben möchte, schnappe ich mir noch einen Buntstift und male die Konturen der Blätter und Blumen in der entsprechenden Farbe nach. Hier und da noch ein paar Muster und Details. Das ist generell etwas, was ich sehr oft mache, wenn ich Aquarell benutze. Da Aquarell eine Technik ist, mit der man breite Flächen gut ausmalen kann und die davon lebt, dass Farben ineinander überlaufen
und alles etwas schwammig wirkt, ist es schwierig, konturierte Illustrationen oder Details zu erstellen. Mit einem Buntstift kann man dies besser hervorheben und die Farben abgrenzen. Am Ende bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Illustration. Wenn ihr jetzt mitgemalt habt, dann könnt ihr noch ein schönes Lettering an die freien Stellen einsetzen. Zum Beispiel Frohe Ostern, bald ist ja Ostern. Oder wenn ihr das Video nach Ostern seht, auch einfach Danke oder alles Gute zum Geburtstag, was euch so einfällt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.